nacheinander. Boah, das ist das letzte Mal, dass ich vor einer stehe. Außer bei der Verleihung. Vielleicht einmal vor uns sitzen, oder? Vielleicht. Also eine Prüfung ist natürlich auch noch möglich, das ist richtig, aber ansonsten werden wir uns nicht mehr viel sehen in der nächsten Zeit. Gut, meine Damen, meine Herren, bitte schlagen Sie noch einmal Ihr Skriptum auf der Seite 2. Und zwar gibt es für mich jetzt noch einen zentralen Punkt, den wir jetzt durchbesprechen sollten, und zwar ist es die Frage Nummer 5. Weil mit Frage Nummer 5 können wir dann schlussendlich auch wieder vorne auf der Seite 4 und 5 dann diese Spalten alle füllen. Gut. Schauen wir uns einmal an, was da noch bei 5 zu beantworten wäre. Ja, spannend. Eine Person befindet sich in Phase 3 sich wiederholende Bewegungen. Sie spiegelt ihre Handlungen durch Berührung und Blickkontakt. Sie fragen die Person, was sie tut. D. Sie ersuchen, sie aufzuhören. D. Sie ignorieren ihre Handlungen. Okay. Was ist der Vorschlag? A. Das wäre in dem Fall. Spiegeln ihre Handlungen durch Berührung und Blickkontakt. Gut. Also er hat mit A natürlich recht. Spiegelnde Handlungen durch Berührung und Blickkontakt. Wir werden das noch genauer besprechen, was das eigentlich heißt, so diese Berührung und Blickkontakt, diese Spiegelei. Ich möchte mir das dann auch anhand von einem Film zeigen, was Berührung und Blickkontakt und Spiegeln eigentlich bedeutet, weil ich traue mich fast wetten, dass Sie alle so ein bisschen, was Spiegeln anbelangt, ein bisschen eine falsche Vorstellung haben. Sie glauben, dass das so sehr viel mit Nachäffen zu tun hat. Gell? Also das ist jetzt plötzlich so, da sitzt wie Spiegel. Ist es nicht. Gell? Also so darf es nicht enden. Sondern Spiegeln bedeutet auch das Übernehmen von Gefühlen. Erinnern Sie sich, ich habe Ihnen das letzte Mal zum Beispiel erzählt, diese Hauskrankenpflege, der Hauskrankenpflegepatient mit der Pünktlichkeit. Gell? Das ist eine Art Spiegeln, die ich Ihnen gemacht habe, oder das ich Ihnen gezeigt habe. Das heißt, ich habe einfach die Emotion von ihm genommen und gespiegelt. Klar, auch das ist Spiegeln. Also Spiegeln ist nicht Nachäffen. Wobei sehr interessant ist, Spiegeln geht ja zurück auf eine amerikanische Kommunikationswissenschaft. Diese amerikanische Kommunikationswissenschaft, von der haben Sie vielleicht schon mal gehört, NLP. Sagt das irgendjemand was? War jemand von Ihnen einmal im Verkauf tätig? Nie was von NLP gehört, alle drei nicht. Ich formuliere es einmal aus, neurolinguistische Programmierung. Was haben Sie gemacht im Verkauf? Lehrleitung, Das ist wunderbar. Welcher Firma waren Sie denn? Ich habe für Esprit, Spar, ebenfalls. Brutal, wie die sich schlecht ausgebildet haben. NLP ist eine Variante, womit man ganz schnell bei Menschen Vertrauen erzeugen kann. Und NLP kommt aus dem Amerikanischen, ist entstanden in den 1960er, 70er Jahren. Und zwar ist jemand hergegangen und hat erfolgreiche Psychiater angeschaut. Und zwar, was tun die in die Gesprächssituationen, dass die so erfolgreich sind? Und der ist dann auf mehrere Dinge draufgekommen bei dieser Untersuchung. Und eines, was er entdeckt hat, war dieses Spiegeln. Das heißt, die Übernahme auch der Körpersprache des anderen Menschen. Wenn Sie tatsächlich die Körpersprache eines anderen Menschen übernehmen, dann kommen Sie, wie es im NLP heißt, in einen sogenannten Rapport, das wird auf Französisch ausgesprochen, mit dem anderen. Und ganz witzig ist das, Rapport erzeugen wir normalerweise relativ schnell unbewusst. Gern Sie mir gar noch mal kurz mit vor die Tür. Ich kriege jetzt ein kleines Geheimnis erzählt.
Stil von um. Das ist ja nicht was von der Herstellung, gell? Nicht. Jetzt war es wieder die kleinen Dicken mit den Blattfers. Ja. Babsi sitzt eh schon in der ersten Mit der Stein der letzten Gruppe fast nichts genutzt. Nein. Das ist nicht erst. Musst du aber trotzdem noch tauschen. Und hat ein Kuss mitgekommen mit der Glas. Sie hat jetzt die Aufgabe, sich da mal herzusetzen und kriegt dann gleich ein paar Zusatzgeschichten von mir, so wie wir das letzte Mal gemacht haben. Okay? Also, wo ist denn mein Opfer vom letzten Mal? Ah! So wie das Opfer vom letzten Mal halt auch fällig war, oder? Okay, also, Rapport bedeutet miteinander in Kontakt treten. Und was das zum Beispiel unbewusst total gut sehen können, ist in so Baggerburgen. Prangeralm zum Beispiel. Okay. Also wenn Sie da in einem Lokal drinnen stehen oder in einer Mausefalle oder so, was glauben Sie, was da passiert? Da können Sie Folgendes beobachten. Er sitzt an der Bar und will Sie anpacken. Und dann geht er halt hin und sagt, so, magst du was trinken? Oder keine Ahnung, so einen blöden Spruch mal. Dir muss es aber wehtun, weil solche Engel fallen ja vom Himmel. Ich hoffe, der Aufschlag hat nicht wehtun. Irgend so ein blöden Anmachspruch, oder? Und dann steht man sich gegenüber, gell? Und dann können Sie etwas ganz Witziges beobachten. Es dauert ungefähr 2-3 Minuten, bis die anfangen, zusammen zum Glas zu greifen. Und dann trinken sie auch zugleich. Wenn das beides Raucher sind, passiert was ganz Witziges. Die greifen zusammen zur Zigarette und tun den Mund, deshalb geht sich das mit dem Anzünden einmal aus. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, werden Sie sogar merken, dass die anfangen, den gleichen Lidschlag zu entwickeln. Die blinzeln das gleich. Das heißt, wenn er so tut, tut sie auch so. Und irgendwann einmal sitzen die spiegelverkehrt an der Bar. Und zwar er so und sie so. Da merken Sie genau, und dann schauen Sie noch ein bisschen länger hin, dann werden Sie feststellen, die schlafen sogar gleich. Die haben denselben Atemrhythmus. Und das Ganze dauert, wie gesagt, 2, 3, 4 Minuten. Wenn das passiert an der Bar, dann können Sie hingehen und sagen, gratuliere, das wird halt was, heute gibt es Sex. Wenn das nicht passiert, können Sie es vergessen. Da können Sie hingehen und sagen, vergiss es, das wird nichts. Das ist ein automatischer Effekt. Das tun wir ganz unbewusst. Wir stellen uns auf andere Menschen ganz interessanterweise auf. So, jetzt sind Sie dran. Ja, stimmt. Ich habe sie einfach jetzt mal ausgenommen und gesagt, sie soll bitte schauen, wie der Lidschlag von uns da herinnen worden ist. Wie ist er jetzt? Ja, er hat sich verändert, je nachdem, wo sie gestanden sind und wer auf sie geschaut hat. Okay. Sind wir ähnlich geworden? Ja. Das passiert in jedem Unterricht. Wenn Sie gefangen werden von dem Unterricht, dann fangen Sie an, blinzeln wie Atemrhythmus. Ja, war gleich. Wir schnaufen mittlerweile alle gleich, das haben Sie noch nicht mitgekriegt. Ich hätte es jetzt sogar beeinflussen können. Ich hätte jetzt nämlich können schneller atmen anfangen, aber waren Sie nicht gegangen. Das tun Sie, das ist ganz Da haben wir so lustig. richtig schön beobachten können. Vorher war nie zu viel und kam ist das irgendwie und dann hat das angefangen. Fällt total auf. Gut, danke, das war schön. Merken Sie, was da passiert. Jetzt das, was wir jetzt gemacht haben, ja, kann man auch umgekehrt machen. Ich kann jetzt hergehen und mich Ihnen gegenüber setzen und mir einfach einmal kurz Ihren Lidschlag anschauen, ohne dass Sie es jetzt merken. Jetzt habe ich ja nicht gesagt, jetzt werden Sie natürlich ganz verkrampft drauf aufpassen, dass Sie jetzt blinzeln. Macht nichts. Dann schaue ich mir diese Zeit an, gell? Und dann beginne ich ganz absichtlich, Ihren Lidschlag zu übernehmen. Also so wie Sie blinzeln, das mache ich dann das Gleiche, ohne dass Sie es merken. Und dann kommen wir in diesen komischen Rapport. Und Sie werden das Gefühl haben, boah, dem kann ich vertrauen. Weil der tut genau gleich wie ich, der tickt gleich wie ich. Und dann geht der umgekehrt weg, dann kann ich Sie anfangen zu beeinflussen. Es gibt zum Beispiel in der Validation eine ganz einfache Technik, stellen Sie mir gerade vor. Aber das geht sicher noch mal an sympathisch, oder?
Sympathie entsteht so, das ist es ja. Ich kann wirklich, können Sie mir glauben, ich schaffe es bei fast jedem Menschen, wenn ich will, dass der das Gefühl hat, ich bin ihm sympathisch. Ich muss nur seine Körpersprache übernehmen, seinen Atemrhythmus übernehmen, seinen Lidschlag übernehmen. Es gibt 2 Schmähs noch, die sage ich noch nachher. Und dann wird der glauben, ich bin sympathisch. So, ja. Ja, hey, bei mir lernen das meistens was fürs Leben. So, wenn Sie einen Bewohner haben, einen Patienten hat mit Weglaufgefahr und die will wohin, gern Sie einfach einmal ein Stück, wo Sie hinwollen jetzt da. Wir haben nicht gedacht, Sie machen ein bisschen. Also bitte, einfach wo Sie jetzt wollen. Dann gern Sie bitte her und fahren Sie dieser Frau unter den Arm. Jetzt merkt man, Renate, steigst du mir gerade mal auf? Greif mal, was würdest du sagen? Hoher Muskeltonus oder niedriger Muskeltonus? Hm? Machen Sie mal einen niedriger, machen Sie mal schlaff. Das war jetzt ein relativ hoher. Wenn Sie den Muskeltonus spüren, dass er hoch ist, dann entscheidet sie, wo es hingeht. Das heißt, wir sind nicht im Rapport. Irgendwann, wenn ich Sie so länger begleite, merke ich plötzlich, wie jetzt zum Beispiel, dass der Muskeltonus schlaff wird. Und jetzt wird es ganz witzig. Was glauben Sie, wer jetzt bestimmt, wo es hingeht? Und das geht bei jedem Patienten mit Weglaufgefahr. Das heißt, nicht brüllen, backen, festhalten. Hingehen, fahren Sie bitte unter den Unterarm, lassen Sie den da drauf liegen und spüren Sie mal. Wenn der ganz fest ist vom Muskeltonus, dann haben Sie keine Chance zu bestimmen, was hingeht. Dann begleiten Sie diesen Menschen nur, weil Sie sind noch nicht im Rapport. Wenn das schlaff wird, das spüren Sie jetzt die Hand drunter liegen, dann entscheiden Sie, dann können Sie anfangen, den ins Zimmer zu bringen. Es geht ohne Gewalt, ohne alles, ganz locker und völlig entspannt. Das funktioniert bei fast jedem Menschen. Okay? Jetzt kommt noch eine dritte Geschichte, was Rapport erzeugt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es jetzt nicht falsch formuliere. Sie gehen zum Autohändler. Ich bin ja Autohändler. Und jetzt geht es darum, Ihr Ziel ist es, ein Auto zu kaufen. Was sagen Sie zu mir? Ganz spontan. Auch Auto? Okay, passt. Ich werde jetzt mit Ihnen sagen, wissen Sie was? Gern Sie mal mit. Ich habe da drüben ein total lässiges Modell und ich weiß, für Sie ist Geschwindigkeit natürlich schon ein bisschen ein Thema, das soll ein bisschen ein spritzigeres, sportliches Modell sein, gell? Überhaupt nicht. Was hätten Sie denn gern vom Modell her? Wenn man, Sie haben genug Geld, was soll es sein? Was ist für Sie wichtig bei einem Auto? Für Raten und der Motor. Okay. Also kann es auch ein Rasenmäher sein. Das nicht. 5 Türen. Okay. Also Sie wollen eine 5-Türer, Sie wollen keinen. Möchten Sie mit einem mal Probe fahren? War das was? Ja. Oder gibt es was, möchten Sie mal alleine sitzen in diesem Auto? Kann man machen. Okay. Für Sie ist es, wo wohnen Sie? Warum? Okay. Das sind lauter so Vorinformationen, die jetzt nicht uninteressant sind. Bei Ihnen ist es jetzt ganz eine spannende Geschichte. Ich traue mich weg, ich wette mit Ihnen, dass ich das Auto verkauft habe, spätestens nachdem Sie Probe gefahren sind. Ich erkläre Ihnen auch gleich warum. Was würden Sie formulieren, wenn es um ein Auto geht? Ja, machen wir es. Also, Haben Sie eins? ja, Okay. aber ich will anders. Bitte? Aber ich möchte anders. Okay. Sie würden sagen, ich brauche ein Auto. Weil ich schaue mich umwenden. Sie schauen sich um. Okay. Bei Ihnen ist wichtig, dass das der Verkauf ist. Mhm. Das ist ganz zentral. Ja. Ihnen verkaufe ich das Auto, indem ich Ihnen eine Metallic-Lackierung als
Sonderposten zugeben. Die kriegen es gratis dazu. Also, Ja? Was ist denn die Lieblingsfarbe? Silber. Also als schönes Silber Metallic-Lackierung war für Sie schon ein Zucker, wo man sagen kann, das kriegen Sie kostenlos dazu. Okay? Gut. Sie haben jetzt da zwei unterschiedliche Typen. Gehen Sie zweimal raus? Nicht lauschen! Gilt für beide. Was ist sie denn? Ja, sie kennt. Alte Frau ist kein Schnellzug. Die Jungs von der Klasse. Sie passen jetzt bitte auf. Ich lasse jetzt beide Damen ein Wort buchstabieren. Sie wird beim Buchstabieren ihre Pupillen nach unten bewegen. Das heißt, es wird so ausschauen. Entweder da oben oder da. Die Pupillen werden nach unten gehen. Bei ihr werden Sie sehen, dass die Pupillen nach oben gehen werden. Und zwar entweder nach da oben oder nach da oben. Nicht wundern, es ist auch, ich bin mir sicher, dass Sie keinen Rechtschreibfehler machen werden. Aber kann man, Sie wird sich sehr schwer tun mit der Rechtschreibung. Das heißt, diese Buchstabiererei wird wahrscheinlich nicht stimmen. Es ist jetzt wieder ganz einfach so, das nicht. Das ist eher richtig und versichert. Okay? So, können Sie mal rein. Sie stellen sich jetzt bitte daher, machen den Blick geradeaus und schauen mal bitte einfach so an den Horizont. Sie sind immer noch so groß. Und schauen wir einfach so gerade da ungefähr so unter die Kastel. Ja? Also so einmal dahin. Sie kriegen jetzt eine Aufgabe. Die Aufgabe ist relativ einfach. Sie sollen ein Wort buchstabieren. Einfach versuchen, ich gebe Ihnen jetzt nicht ein allzu langes Wort, das zu buchstabieren. Okay? Ja. Passt. Dann probieren wir es. Sie sollen das Wort Validation buchstabieren. V-A-L-I-D-A-D-I-O-N. Okay. Und dann machen Sie mir vielleicht noch das Wort Bettgitter. Keine Ahnung. B-E-T-T-G-I-T-T-E-R. Okay. Gut. Haben Sie es gesehen? Okay, danke. Sie schauen jetzt wenn möglich so irgendwie gerade auf. Da zu mir her. Ich begreife Sie nicht. Ich weiß, von dem haben Sie ja die Panik. Einfach gerade ausschauen. Sie kriegen jetzt ganz eine einfache Aufgabe. Sie können jetzt auch ruhig derweil mal anderen sitzen bleiben. Sie sollen zwei Wörter buchstabieren. Rechtschreibung ist jetzt nicht so tragisch. Ich glaube, das ist voll cool. Probieren Sie es einfach gut mit. Okay? Gut. Das erste Wort, das Sie probieren sollten, ist Validation. V-A-L-I-D-A-T-I-O-N. Okay, und jetzt probieren Sie noch ein zweites Wort bitte. Metallbettstange. M-E-T-A-L-L-B-E-T-T-S-T-A-N-G-E. Gut, danke. Gut. Bei ihr hat es nicht so gut hingehauen. Das ist eine komische Mischung. Gut, was haben wir hier gesehen? Sie haben es nicht gesehen? Also die hat ziemlich gut gerade ausgeschaut. Nein, das hat sie nicht. Ganz kurz, aber das war minimal. Also. Versuchen Sie noch einmal Osterhasennest zu buchstabieren. O-S-D-E-R H-A-S-Z. Jetzt war es ja eigentlich. Ja, aber davor, wie Sie es gesagt haben, habe ich es gesehen von mir sozusagen. Ja, genau. Was Sie jetzt getan haben, siehst, das können Sie gerne im Skriptum nachschauen, das haben Sie vorgesehen. Die Pupillen und die Pupillenreaktion ist gegangen. Und zwar, was Sie hier beobachten können, ist Validationstechnik Nummer 14. Und zwar ist
geht es hier um das sogenannte bevorzugte Sinnesorgan. Und Ihr bevorzugtes Sinnesorgan ist das Auge. Erinnern Sie sich, sie hat nämlich beim Autohändler was gesagt? Sie schaut sich um ein Auto um. Und deshalb weiß ich, dass sie voll auf die Farbe steht. Und dass hier extra eine Metalliklackierung wirkt. Weil ich werde auch, wenn ich hier das Auto verkaufen will, nur optische Begriffe verwenden. Ich werde sie ja sagen, bitte haben Sie die Farbe gesehen? Oder ich werde zuerst mal fragen, ja, wenn Sie zu mir kommen und sagen, sie schaut sich nach einem Auto um, der sagt, was soll es denn für ein Auto? Jetzt schauen wir mal, was wir für Vorführmodelle da haben. Jetzt schauen wir mal, was wir für Vorführmodelle da haben. Ja? Dann werde ich sagen, wissen Sie was? Bei Ihnen mache ich es so, Sie kriegen echt ein extra dazu, Sie werden die Metalliklackierung dazu kriegen. Und ich werde zu Ihnen auch sagen, bitte, schauen Sie mal rein in das Auto. Hat das mit einer wunderschönen optischen Farbe. Schauen Sie mal, wie sauber es gemacht ist. Und ich werde nur so Begriffe verwenden, die nur was mit dem Auge zu tun haben. Und sie wird zum Schluss gefühlt, der verstört mich. Bei ihr wird es nicht so sein. Es ist eine Mischung. Von der Pupillenbewegung her, gell, sind sie eher ein akustischer Typ, weil sie sehr geradlinig sind. Zuerst die ganze sind immer Kinästhetiker. Weil Kinästhetiker brauchen normalerweise was. Kinästhetiker sagen beim Autohändler, ich suche eine Sache. Das ist der Unterschied zu schauen, klar. Suchen ist eine Bewegung. Schauen ist nicht. Macht man mit den Augen. Suchen tut man mit den Händen, mit den Füßen. Und wenn jemand sucht, dann muss der unbedingt Probe fahren. Unbedingt, das ist ganz elementar. Den hocke ich rein und lasse die Probe fahren, weil er Kinästhetiker ist. Der braucht die Bewegung. Mit dem gehe ich ja zu den neuen Modellen um. Den zwinge ich auch dazu, dass er sich greifen Sie mal das Auto an. Das lässt sich ganz wunderschön glatt zum drüber fahren. Der muss man da einsitzen, weil das wieder eine Bewegung ist. Und der muss sich die Ledersitze angreifen. Und das extra werden Ledersitze. Weil der was zum Tasten braucht. Und dann gibt es noch die kann man sagen, ich habe gehört, es gibt ein paar neue Modelle. Der hat es gehört. Das ist der akustische Typ. Der muss das Auto starten. Zu dem der sagt, boah, haben Sie den geilen Sound gehört, dass das macht, gell? Jetzt hocken Sie rein, tun Sie die Tür zu. Man hört fast gar nichts. Ganz leise den Auto. Und haben Sie gemerkt, die Tür ist fast unhörbar ins Schloss gefallen. Merken Sie den Unterschied? Den verkauft das Auto über den Klang. Was kriegt der für eine Sonderausstattung? Der kriegt sein Radio. Der kriegt die mega geile Soundmaschine in das Auto rein. Und wenn er das extra kriegt, dann habe ich den Kübel verkauft. Das ist eine Verkaufsschule. Das lernen die Leute bitte. Ich bin da nicht schlecht, kann man normalerweise sehr schnell auf Menschen einstellen, indem wir so Begriffe geben. Also ich weiß ziemlich schnell, wer welcher Typ ist. Das habe ich auch gelernt. NLP ist, was man lernen kann. Wer arbeitet wahnsinnig viel mit NLP? Verkauf, Vertreter. Wer hat das gesagt? Politiker. Wer wahnsinnig viel mit NLP arbeitet, sind Politiker. Jörg Haider, man kann zu den Inhalten seiner Reden stehen, wie man will, war einer der besten NLP-Anwender Österreichs. Der hat auch das ist eine Vereinigung NLP, der hat auch international im NLP eine der obersten Kategorien erreicht. Also es ist wirklich auch das gelernt. Glauben Sie nicht, dass Jörg Haider von Kindheit auf so begnadet war. Der hat NLP gelernt und das war der erste österreichische Politiker, der sich sehr intensiv mit NLP auseinandergesetzt hat. Und er war genialer NLPler. Also wenn man weiß, um was es bei NLP geht, er hat mich immer fasziniert, weil ich genau gemerkt, der hat zum Beispiel bei seinen Reden allen Menschen alles geboten. Der hat immer die Dinge für die Kinestheten gebracht. Hey, das liegt ja auf der Hand, dass man so
kannst immer leben können und stinken tut's zum Himmel, ja das sieht dich der Blinder mit dem Krückstock, dass wir was machen. Das war immer sein, oder das Unrecht schreit zum Himmel. Ist alles das Gleiche. Vom Inhalt her. Ist ja aber klar, dass ich jetzt alle bedient habe da herin. Ich habe die verbalen, also die akustischen Typen bedient. Das schreit zum Himmel. Es stinkt zum Himmel. Das sind die olfaktorischen. Das liegt auf der Hand für die Kinästhetik und das ist der Blinder mit Krückstock für die visuellen Typen. Und dann hänge hinten das Problem dran, wobei das Problem dann unwichtig ist. Es bleibt einer nicht einmal das Problem, bleibt einer in Erinnerung. Aber einer bleibt in Erinnerung, man, der hat mich verstanden, hurra! Merken, das Ding kann man auch sehr zu manipulativen Zwecken nutzen. Ja? Und dafür wird es auch sehr verwendet. Und ich muss beim NLP immer dazu sagen, deshalb ist es auch in sehr schlechten Ruf gekommen. Also NLP hat einen schlechten Ruf. Aber eigentlich kann man es auch positiv verwenden. Der Herr Linder kann es einsetzen, und wenn er auf der Baggertour ist. Ja, eben. Bitte? Ich sage, das ist nachher die Hirnwäsche Ja. auslegen. Ja. Von Ja. Verkaufsschulungen Ja. und so fort. Ja, ja, genau. Nur für die Firma. Genau. Genau, ja. Ja, danach bist du komplett problemlos. Die Frage ist einfach das. Nochmal, Sie müssen, da geht es mir einfach darum, dass man das auch positiv nützen kann, gell? Um Verständnis bei einem anderen Menschen zu erzeugen. Damit der das Gefühl hat und auch auf uns einsteigt und sagt, okay, ihr vertraue, mit ihr führe ich gerne ein Gespräch, weil sie versteht mich. Nochmal, das ist ja nichts Schlimmes, wenn mir jemand vertraut. Das ist ja nichts Schlimmes, wenn ich in einer Pflegesituation einen Menschen vor mir habe und mit der Frau oder dem Mann so weit komme, dass der das Gefühl hat, dem mag ich, dem vertraue. Das ist ja wohl was Schönes. Und dann auch zu erreichen, dass es dem Menschen gut geht, dass der lächelt, dass er fröhlich ist ja auch was Schönes, das ist ja nichts Schlimmes. Verstehen Sie, was ich sagen will? Wir müssen uns natürlich im Klaren sein, was wir mit Patienten treiben, ist fast immer Manipulation. Also das müssen Sie im Klaren sein. Sie können jetzt zum Wort Manipulation stehen, wie Sie wollen. Pflege ist Manipulation. Weil Sie immer wollen, dass der Mensch das tut, was Sie von Ihnen haben wollen. Und da haben Sie einen Haufen Kniffe gelernt, wie man das macht. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist, es ist natürlich, wie Sie Herr Sprache gesagt haben, richtig. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist eine Validationssituation. Und zwar sehen Sie hier Naomi Feil, wie sie mit einem Menschen in Phase 3, in der Phase der sich wiederholenden Bewegungen, arbeitet. Und Sie sehen hier jetzt einige Validationstechniken. Sie werden Spiegeln sehen. Sie werden den Rapport, den wir gerade vorhin besprochen haben, sehen. Also Sie werden einiges sehen, über das wir jetzt schon geredet haben. Bevorzugtes Sinnesorgan. Sie werden es mit der Musik noch einmal sehen. Also all diese Dinge tauchen noch einmal auf. Der Film ist in Englisch. Ich weiß, dass das nicht gerade unbedingt Ihre große Stärke sein wird. Ich werde versuchen, relativ flott nebenher eine Synchronübersetzung zu machen. Ich habe den Film mit ein paar Mal gesehen und ich weiß eigentlich relativ gut, worum es in dem Film geht. Passt das für Sie? Wir schauen dann danach noch einmal an, das sage ich dann aber nichts. Okay? Also nicht, dass Sie sich jetzt wundern, warum retten der Moosbock an, sondern es ist jetzt in dem Fall ein Box. War and their desperate connection. War. Oh, and enters their world and they're just sitting there. They will withdraw inward more and more. And their Also wenn desperate alte Menschen da sitzen und is all now inside. die Beziehung zur Umwelt verlieren, ist trotzdem in ihnen drinnen ein großes Bedürfnis. Wenn Sie diesen Menschen anschauen, dann fühlt er sich sehr einsam und ist isoliert von seiner Außenwelt, aber trotzdem ist in ihm ein Bedürfnis drinnen nach Beziehung. Mrs. Wilson, wie geht es Ihnen? Sie möchten, dass ich mich niedersetze?
Können Sie mich gut sehen? Gladys Wilson ist ein wunderschönes Beispiel für einen Menschen in der Phase 3 der sich wiederholenden Bewegungen. Hier verwenden Menschen Bewegungen, um Gefühle auszudrücken, weil sie die Sprache verloren haben. Und genauso haben sie wie wir alle menschliche Bedürfnisse in sich. Sie weinen. Sie haben hier eine kleine Träne in ihrem Gesicht. Genau hier. Sie haben Schmerzen. Sie sind sehr traurig. Können Sie mich sehen? Macht es Angst? Fürchten Sie sich. Wenn diese Person da sitzt und vor und zurück sich bewegt und eine Träne in ihrem Gesicht ist ein Bedürfnis dahinter. Das ist eine kleine Träne an ihrer Hand. Können Sie sie spüren? Spüren Sie die kleine Träne? Wenn Sie vorsichtig Berührung einsetzen, und ich habe Gladys Wilson in ihrem Gesicht berührt, wie ihre Mutter ein Kind berührt hat, dann erinnert sich jede Zelle auf dieser Haut an die Berührung der Mutter und an das Gefühl der Sicherheit. Sie brauchen keine Worte, in diesem Moment ist Beziehung da. Und der Mensch fühlt sich nicht mehr allein. Lassen Sie mich näher kommen. Glauben Sie, dass ich mit Ihnen sein kann in Jesus für ein paar Minuten? Ich habe Musik eingesetzt. Weil wenn die Sprache gegangen ist Musik, kann man immer noch nutzen, Gefühle auszudrücken. Bei Gladys Wilson verwendete ich besonders religiöse Musik. Was ich machte, wenn sie sich bewegte, habe ich mich mit ihr bewegt. Und als ich gesungen habe, habe ich meine Intensität meiner Stimme an die Intensität ihrer Bewegungen angepasst. Und für ein paar Sekunden wurden wir wie zu einer Person. Und an einem Punkt, als es sehr still und leise wurde, friedlich, wurde auch meine Stimme sehr leise und friedvoll. Und mein Atem hat sich ihren Atem angepasst. Habe ich mich mit ihr bewegt. Und in diesem Moment habe ich das Gefühl bekommen, ich bin ein Symbol für ihre Mutter. Können Sie mich sehen? Fühlen Sie sich sicher und geborgen? Können Sie mich gut sehen? The breakthrough doesn't happen Dieser every time. Durchbruch kommt nicht immer. A person will not always look there, Nicht open their immer eyes and look at you. öffnen diese Menschen die Augen But und if you schauen sie keep hin. trying, Aber wenn sie es you versuchen keep centering yourself und bei sich selbst and bleiben really look at that person und and ihnen really der mirror Mensch their wirklich movements. wichtig ist Maybe und not sie this seine time, but Bewegungen the next spielen, time you come, vielleicht nicht you'll dieses have Mal, to aber das communicate. nächste Mal, die Kommunikation stattfindet. With Jesus and me.
Aber es ist schon eine faszinierende Geschichte. Es hat 25 Minuten gedauert. 25 Sekunden gedauert, ich habe es mal rausgestellt. Ich habe das selber miterlebt, genauso eine Situation. Es war eine Dame, die wohnt halt in innere Stadt während meiner Validationsausbildung, die 3 Monate nicht mehr gesprochen und die Augen nicht mehr geöffnet. Also sie war wirklich eigentlich Phase 4. Und in dieser Mutterberührung hat sie nach 30 Sekunden die Augen aufgetan, hat mir angeschaut und gesagt, ich habe die Knie. Die sind so Highlights in der Pflege, da stellt so ein Horror auf, ja, so gerade die Tränen lassen bringen. Weil du merkst, das tut was mit Menschen, das tut Menschen gut. Sie wollen scheren, wenn jemand diesen Satz formulieren kann. Sie verstehen mich nicht, sie hat mich lieb. Gell? Ich bin nur ein Symbol für etwas. Für einen Menschen, vielleicht für die Mama. Das war sie nicht sicher. Aber in dem Moment fühlt die Frau sich wohl, weil sie das Gefühl ausdrückt. Was haben Sie hier für Validationstechniken gesehen? Die verankerte Berührung. Welche? Genau. Welche? Für welche Person? Für die Mutter. Für die Mutter. Hervorragend. Verankerte Berührung Mutter. Was haben Sie noch gesehen? Musik. Musik. Super. Die Zungen, ja? Gut erkannt. Wiederholende Bewegungen. Sie hat die wiederholten Bewegungen gespiegelt. Wie hat sie noch gespiegelt? Außer die Bewegungen. Mit die Links und die Hand. Genau. Wenn sie heftiger war, ist Ihnen das aufgefallen, dass zuerst die Gladys Wilson einen völlig anderen Rhythmus gehabt hat und plötzlich sind die beiden Damen rapport zu einer verschmolzen. Plötzlich hat die Gladys Wilson den Rhythmus dieses Liedes angegeben. Gell? Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Sag ich das gleich noch einmal. Das ist Musik. Spiegeln. Also auch das ist Spiegeln. Gell? Sie hat auch mit der Stimme gespiegelt. Wenn die Gladys Wilson lauter war, ist sie mit der Musik lauter geworden, mit dem Singen lauter geworden. Wenn die Gladys Wilson leiser war, ist sie mit der Musik leiser. Also mit dem Singen leiser geworden. Noch was? Ja, die zwei schnaufen irgendwann gleich. Vor allem in dem Moment, wo sie sich zunehmen und so mit ihrem Kopf fest. Welche Berührung setzt Gladys Wilson bei ihr? Warum ist da ziemlich schnell Vertrauen da? Wo greift sie? Weil sie sich drauf feststeht. Ja, sie greift ihr auf die Schulter. Das ist nichts. Sogar die Gladys macht das. Die demente Frau macht genau das richtig. Weil zuerst greift sie den Naomi dummerweise in die Hände an. Die Gladys greift sofort auf die Schulter. Also in diesem Film können Sie ganz, ganz viel lernen. Es ist ganz viel verpackt. Ich zeige Ihnen den jetzt noch einmal. Er wirkt natürlich, ohne dass ich dazwischen rede, wesentlich besser. Aber jetzt wissen Sie ungefähr, worum es geht bei dem Film. Jetzt schauen Sie sich es einfach noch einmal an, im Hinblick auf die Validationstechniken. Okay? Ich mache jetzt den Ton auch ein bisschen lauter. When people are very old and deteriorated and no one enters their world and they're just sitting there, they will withdraw inward more and more. And their desperate need for connection is all now inside. And if a person is all alone, even if they're very, very deteriorated, there's longing for this kind of closeness. Mrs. Wilson? Hello. You want me to sit? Schauen Can you Sie, see me good? wo Sie ihn treffen. Gladys Wilson is a wonderful example of a person who is in the phase of repetitive motion, where people use movements, repetitive movements, because they don't have any more speech or very little speech. But they have human needs that need to be expressed. You're crying. Crying, you have a tear right here in your face. You have a little pain. You want me to touch you. You're very sad. Can you see me?
Is it scary? You afraid? And if this person sits with their eyes closed, rocking back and forth, and maybe there's a tear coming down, there's a need there. There's a little tear that's coming up. Do you feel it? You feel a little tear? If you gently use touch, and I touched Gladys Wilson for the fingertips right here on the cheek, is where the mother usually touches a child. If you touch an infant there, it looks up. And every cell remembers where it was touched by the mother. And often that person knows, even if they can't say a word at that moment, they won't talk, or they don't want to talk. But there's a communication. And that person is no longer alone. Can you let me in a little bit? You think? Just a little? You think I could be with you and Jesus for a minute? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. I used music, because when speech is gone, music, especially with Gladys Wilson, it was religious music, because there's emotion tied to it and safety tied to it. So I used her old church songs. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. What I did was, when she moved, I moved with her. And when I was singing, because she didn't sing with me, so I matched the intensity of my voice to the intensity of her movement. And pretty soon, for a split second, we became one person. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. So at one point, when she got very quiet and very peaceful, and my voice became very quiet as hers and very peaceful, and my breathing slowed to her breathing, she pulled me to her, and I moved with her. And for her, at that moment, I believe I was a symbol of her mom. Can you open your eyes now? Can you see me? Feel safe and warm? Yes? Can you see me? He's got the whole world in his hands. 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 He's got the mothers and the fathers. He's got the mothers and the fathers in his hands. He's got the mothers and the fathers in his hands. He's got the whole world in his hands. The breakthrough doesn't happen every time. The person will not always look there, open their eyes and look at you. But if you keep trying and you keep centering yourself and really look at that person and really mirror their movements, maybe not this time, but the next time you come, you'll have a communication. You feel safe? Yeah. With Jesus? Yeah. And me? Haben Sie es gesehen alles? Schauen wir es uns noch mal kurz durch. Gell? Gehen Sie mir noch mal bitte kurz auf die Seite 6. Erstens, was Sie gesehen haben, ist die Validationstechnik Nummer 1 ganz oben, zentrieren. Das heißt, Naomi Feil hat sich voll auf diesen Menschen eingelassen. Die hat nicht mit dem Handy gespielt nebenher. Klar, sondern die war ganz bei ihr. Die ist diesem Menschen voll gegenüber gesessen. Sie hat verankert die Berührung Nummer 7 eingesetzt, vor allem die Mutterberührung.
Sie hat Nummer 9 eingesetzt, ehrlichen, engen Augenkontakt. Sie hat Nummer 11 eingesetzt, eine klare, sanfte, tiefe, wertschätzende Sprache. Sie hat Nummer 12 eingesetzt, nämlich das Spiegeln. Sie hat Nummer 13 eingesetzt. Die Träne hat sie mit der Traurigkeit verbunden. Sie hat Nummer 14 eingesetzt, nämlich das Singen, das bevorzugte Sinnesorgan, das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Sie hat Nummer 15 und sie hat Nummer 16 eingesetzt. Alles klar für Sie? Jetzt gehen wir noch einmal auf die Typologie zurück. Welches der Bilder ist Gladys Wilson? Das 3, genau. Das ist die Phase der sich wiederholenden Bewegungen. Und wenn Sie sich das Ganze jetzt anschauen auf der Seite 4, was glauben Sie? Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit. Sie haben jetzt die Gladys Wilson vor Augen. Was braucht die? Braucht die nur Betreuung? Nein, ich glaube, da sind wir uns einig. Kann die mit Anleitung noch viel anfangen? Nein. Teilweise Übernahme? Kann die noch was selber? Ja. Was zum Beispiel? Ja. Ja. Klar, aber das Essen kann man. Ich glaube auch, dass sie ein Gesicht waschen kann, wenn man einen Waschlappen hat. Kennen Sie? Gut, die sind gleich zwei. Aber die zwei. Aber die zwei kann auch. Ja, genau. Also Sie merken schon, teilweise Übernahme haben wir bei Phase 3. Jetzt bei der Orientiertheit. Stellen Sie sich wieder Gladys Wilson vor. Ist die zeitlich orientiert? Nein. Ist die örtlich orientiert? Nein. Ist sie situativ orientiert? Zu was ist sie doch noch orientiert? Zur eigenen Person. Sie spricht sie an, Mrs. Wilson. Ja? Und darauf reagiert die Gladys. Sie reagiert natürlich auch auf die Kirchenlieder ihrer Mutter. Das heißt, sie weiß um ihre Mutter. Ihr ist klar, dass ihre Mutter eine religiöse Frau war. Klar, auch das ist eine persönliche Orientiertheit, dass sie um ihre eigene Vergangenheit weiß. Dass da eine Mama war, die sehr religiös war. Wie würden Sie den Muskeltonus beschreiben? Er ist reduziert, aber noch. Ja, er ist noch nicht schlaff, er ist noch vorhanden. Genau. Also eigentlich ist er normal. Weil wenn Sie du kannst ja nur mit Bewegung mit einem Muskeltonus machen, oder? Nein, das ist schon breit. Ja. Sprache? Glauben Sie, bleiben wir noch beim Muskeltonus. Glauben Sie, dass die Gladys Wilson Ihnen ansteht? Das heißt, wenn Sie vom Rollstuhl ins Bett und dass die kurz stehen kann? Ja, genau. Also da merken Sie schon, da ist noch ein Muskeltonus da, gell? Die kann noch stehen. Ohne Muskeltonus ist Stehen unmöglich. Sprache, Einwortsätze, das haben wir schon gesagt. Glauben Sie, dass die Gladys Wilson lesen und schreiben kann? Nein, beides nicht mehr. Wie würden Sie die Kontinenz der Gladys Wilson einschätzen? Ja, die haben Erfahrungen mit solchen Menschen. Ist die voll kontinent? Nein. Haben inkontinent oder kontinent? Sicher haben inkontinent. Stuhl? Teilweise. Ja, genau. Also Stuhl wäre ich mir nicht sicher. Also könnte Stuhlkontinent sein. Ja, und den Rest haben wir schon besprochen. Ich zeige Ihnen jetzt eine nächste Phase der Verwirrtheit. Ich hätte gerne, dass Sie sich überlegen, in welcher Phase wir uns befinden. Ich mache dann nur einen relativ kurzen Ausschnitt. Die ganzen Filme habe ich ja auf Moodle gestellt, das sind anscheinend. Hallo. 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 Ich bin ganz außer mir. Guten Tag. Wenn Sie arm ist, dann sind Sie. Ich bin's, Marion. Marion,
Was liegt da vor? Wo denn? Hier. Bei mir und die Umgebung. Sie sind hier im Pflegeheim. Das ist ein Alten- und Pflegeheim hier. Alten- und Pflegeheim. Also, dass Sie mir davon nichts gesagt haben. Das haben Sie bestimmt im Augenblick gerade vergessen, weil Sie aufgeregt sind. Ich weiß nicht, was ich bin einfach vor deine Tatsachen gestellt und soll damit zufrieden sein. Kann ich nicht damit zufrieden sein. Ich habe aber all meine Pflichten erfüllt, die notwendig waren. Haben Sie auch. Ja und? Ihnen möchte keiner was Böses damit. Ja und? Ja. Weil Sie da nachher ich finde das falsch, dass die Pflegeperson Sie gesagt hat, das haben Sie bestimmt gerade gleich vergessen. Zu dem können wir nicht. Die Situation ist ja äußerst schlecht gelöst in der Pflegeperson. Jetzt schauen wir uns mal die Phase an. Das ist in Phase 2, zeitlich und örtlich. Richtig. Sie haben jetzt klar, was Phase 2 ist. Das ist ein wunderschönes Beispiel für Phase 2. Dieses Bild hier, gell, ist Phase 2. Schauen Sie mal das Gangbild dieser Frau, wie sie daher schlappert. Sie hat schon einen kleinschrittigen Gang. Das haben Sie da auch schon. Wenn man sich das jetzt anschaut, kann die noch viel selber? Ja. Das heißt, da wird es worum hauptsächlich gehen? Um Anleitung oder um teilweise Übernahme? Anleitung. Mit der Frau können Sie über Anleitung sehr gut arbeiten. Jetzt benannt es immer bei dir. Orientiertheit. Ist die Frau zeitlich orientiert? Nein, sie ist zeitlich desorientiert. Ist sie örtlich orientiert? Sie ist örtlich desorientiert. Weiß sie, wer sie ist? Ja. Und was würden Sie zur Situation sagen? Ist sie eigentlich desorientiert? Sie ist desorientiert. Überlegen Sie sich das. Würden Sie sich vor einer Kamera so bewegen? So Angst. Weil ich komme jetzt gleich noch zu diesem Phänomen, das Sie da in Ihrem Gesicht sehen können. Muskeltonus. Normal bis angespannt. Das ist schon eher angespannter Muskeltonus. Die Sprache sind die Sätze verständlich. Ja, passen sie in den Zusammenhang. Nicht immer. Da liegt nämlich das Problem von Phase 2. Die passen nicht immer in den Zusammenhang. In den Zusammenhang würde passen, ja, ich bin in einem Pflegeheim. Nicht die Frage, wo bin ich? Das ist eine ganz nette Szene, ein bisschen weiter unten. Nett. Auch mit dem Film sowieso ein bisschen ethische Probleme, aber das möchte ich gerne zurück. Meine Damen, meine Herren, geschultes Pflegeauge, ist sie kontinent? Nein, was trägt sie? Nein, die sieht man. Also sie ist nicht stuhlinkontinent, aber sie ist Harninkontinent. Das sieht man da recht gut. So. Jetzt wird sie in ihrem Zimmer. Ich dachte schon, Sonntag ist heute. Muss. Jetzt ist sie hier reingekommen. Wo ist denn der Michael geblieben? Merkt ihr, dass das jetzt in den Zusammenhang passt? Wo ist der Michael? Was ist das? Nachtjacke oder was ist das? Das ist von Ihrer Bettnachbarin, die Kleidung. Die Kleidung von meiner Bettnachbarin. Ich auch. Ja, was wollte die denn hier? Ach, hier hat sie geschlafen, nicht? Ja. Ja, Bettnachbarin. Welche Bettnachbarin? Hier, sie. Ach, die. Die kann auch ins Heim gehen. Die ist schon im Heim. Bitte mal, das Schöne an dementen Menschen ist, egal wie man zu der Szene da steht, ist einfach das, dass sie oft extrem Sachen auf den Punkt bringen. Die haben eine Fähigkeit, manche Dinge zu charakterisieren, dass es besser gar nicht geht. Das ist ja logisch. Dann sollte gefälligstens sein. Warum schleppen sie denn bei mir in die Wohnung ein? Das ist ja ihr Gedankengang. Sie ist ja nicht
interessanterweise ist sie nicht böse. Also, welches Gefühl würden Sie hinter dieser Frau verstecken? Ist es Liebe? Ja, es ist Verzweiflung. Sie könnten es auch mit einem anderen Begriff. Was Sie hier sehen, ist klassisch Angst. Das sieht man in den Augen dieser Frau ganz oft. Wenn man sich den Film weiter anschaut, da ist ganz, ganz viel Angst in dieser Frau. Glauben Sie, dass die Angst weggeht durch diese blöden Erklärungen von unserer Kamerafrau? Es wird eher noch mehr. Also diese Kommunikationssituation ist ganz schlecht. Was hat sie am Anfang versucht zu machen, unser Kamerakind Marion? Wie sie gekommen ist, die alte Dame Hallo gesagt. Was hat sie drauf getan? Ja, sie hat gemeint, sie kann spiegeln. Hat sie einen Sinn gehabt? Da war es falsch, das Spiegeln. Wie ist da rausgekommen? Wie ein Nachäffen, oder? Ganz schlecht. Jetzt schauen wir kurz auf die hormonelle Seite dieser Frau. Das ist ganz wichtig, nämlich für den Umgang mit dementen Menschen. Sie hat Angst. Angst bedeutet für den Körper Stress. Stress bedeutet für den Körper, welche Hormone kommen jetzt ins Spiel. Wir haben Adrenalin und Noradrenalin aus der Nebennierenrinde. Haben wir noch was? Es gibt noch ein Stresshormon, das Sie alle kennen. Ja, gut, super. Das ist nicht immer, es gibt in der Diplomklasse ganz selten. Cortison. Und jetzt ist die Frage, welche Wirkung haben diese Hormone in unserem Körper? Was tut... Ja, bitte. Ja, es geht aber der Blutdruck nach oben. Was noch? Die Atmung wird schneller. Puls geht nach oben. Bitte? Ja, es kommt sogar zu einem Temperaturanstieg. Schwitzen. Okay. Sehen Sie es einmal bitte jetzt vom Blutvolumen her. Wohin geht das Blut bei dieser Reaktion? Sie haben ja nicht ausreichend Blut, um alle Organe zu versorgen. Das wissen Sie, wir müssen ja ungefähr 15 Liter haben. Wir haben aber eine 7, das sind die Damen eine 6. Wohin geht das Blut in der Situation? Nein, wie zentral, nicht zentral. Nein, ja, jetzt nicht Richtung. Keine Zentralisation. Bitte, was hat der Steinzeitmensch tun müssen, wenn er das gehabt hat? Flüchten! Hat er eine politische Diskussion führen müssen mit Mordsintelligenz in der Situation? Genau, wir haben das gesamte Blut in der Skelettmuskulatur. Ist das klar? Stress hat nämlich, bitte, der Mensch hat Stress gebraucht, um 2 Funktionen aufrechtzuerhalten. Flight or fight. Flucht oder Kampf. Und für den Kampf brauche ich kein Hirn, sondern Muskeln. Und für die Flucht brauche ich kein Hirn, sondern Muskeln. Was macht Stress automatisch mit der Denkfähigkeit des Menschen? Ja, genau. Es setzt massiv herunter. Das kennen Sie bitte alle. Und zwar diejenigen von Ihnen, die Prüfungsangst haben. Warum? Sie sind darauf eingestellt, in Herrn Dronecker zu reißen oder zu erschlagen oder vor ihm davon zu laufen. Aber nicht komplexe Fragen.